Ich bin 76 Jahre alt. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer, umgeben von Büchern und Fotos von Menschen, die ich liebe. Und ich muss dir etwas sagen, das mir seit 3 Wochen keine Ruhe lässt. Schau mich an, ich sehe aus wie ein normaler alter Mann, oder? Jemand, der sein Leben gelebt hat. Jemand, der Geschichten zu erzählen hat. Aber hier ist die Wahrheit, ich war 76 Jahre lang auf dieser Erde und ich frage mich gerade, ob ich jemals wirklich hier war. Vor 3 Wochen ist etwas passiert. Etwas Kleines, das alles verändert hat. Meine Enkelin kam zu Besuch. Sie ist 19, ein kluges Mädchen, studiert Psychologie. Sie setzte sich an diesen Tisch, trank ihren Kaffee. Und plötzlich sagte sie etwas, das mich getroffen hat wie ein Hammerschlag. Sie sagte, Opa, erinnerst du dich noch an die Geschichte mit dem Hund und dem Wald? Die hast du mir immer erzählt, wenn wir spazieren waren. Ich starrte sie an, versuchte mich zu erinnern, aber da war nichts, ein schwarzes Loch. Sie erzählte weiter, Details, so viele Details. Wie ich ihr von einem verletzten Vogel erzählt hatte, den ich als Kind gefunden hatte. Wie ich ihre kleine Hand hielt, als wir durch den Wald gingen. Wie ich ihr gezeigt hatte, wo die Pilze wachsen. Und ich saß da und nickte, lächelte, tat so, als würde ich mich erinnern, aber die Wahrheit ist, ich erinnere mich nicht. Ich war dort, mein Körper war dort. Ich habe ihre Hand gehalten. Ich habe die Worte gesagt, Punkt, aber war ich wirklich da? Oder war nur meine Hülle anwesend, während mein Kopf woanders war? Bei der Arbeit, bei Problemen, bei Dingen, die ich längst vergessen habe. Das ist der Unterschied, den ich erst jetzt begreife. Anwesenheit ist nicht dasselbe wie Präsenz. Man kann körperlich neben jemandem sein und trotzdem tausende Kilometer entfernt. Ich habe 43 Jahre als Versicherungsprüfer gearbeitet. Jeden Morgen um 7 Uhr aus dem Haus, jeden Abend gegen 19 Uhr zurück. Ich war gut in meinem Job, zuverlässig, pflichtbewusst. Ich habe mir immer gesagt, das machst du für deine Familie, für ihre Sicherheit, für ihre Zukunft. Das war die größte Lüge meines Lebens, Punkt, die Wahrheit. Ich habe es für mich getan, weil es einfacher war, weil Arbeit messbar ist, Erfolg ist messbar. Du bekommst ein Gehalt, eine Beförderung, Anerkennung, Punkt, aber Liebe, Präsenz, wie misst man das? Ich wusste es nicht. Also bin ich jeden Tag in dieses Büro gegangen, habe Zahlen geprüft, Fälle bearbeitet und habe mir eingeredet, dass ich etwas Wichtiges tue. Währenddessen ist meine Tochter aufgewachsen. Mein Sohn hat seine ersten Schritte gemacht. Meine Frau hat jeden Abend allein zu Abend gegessen, Punkt, und ich? Ich war im Büro, anwesend, aber niemals wirklich da. Meine Frau ist vor 2 Jahren gestorben, Lungenkrebs. Sie hat nie geraucht. Das Leben macht manchmal keinen Sinn. In ihren letzten Wochen saß ich jeden Tag neben ihrem Krankenhausbett stundenlang. Ich hielt ihre Hand, ich sah ihr beim Atmen zu. Und ich dachte, endlich, endlich bin ich hier. Endlich bin ich wirklich da. 3 Tage bevor sie starb, öffnete sie ihre Augen, sah mich an und sagte etwas, das ich nie vergessen werde. Sie sagte, du musst lernen, loszulassen. Ich dachte, sie meint ihren Tod, dass ich bereit sein soll, sie gehen zu lassen. Aber heute verstehe ich, was sie wirklich meinte. Sie meinte, lass los, wer du warst. Die Version von dir, die nie wirklich hier war, sie hat mir vergeben. Aber ich habe mir selbst nie vergeben. Ich habe 2 Kinder, einen Sohn, eine Tochter, beide erwachsen, beide erfolgreich, beide höflich. Wir telefonieren an Geburtstagen. Sie besuchen mich an Weihnachten. Sie sind nett zu mir.
Aber da ist eine Distanz, eine Lücke, die ich nie überbrücken konnte. Punkt. Mein Sohn hat vor ein paar Jahren etwas zu mir gesagt. Es war sein 40. Geburtstag, wir saßen zusammen und ich fragte ihn, ob er glücklich sei. Er sah mich lange an. Dann sagte er ruhig, ich weiß es nicht, Papa, ich weiß nicht, wie man glücklich ist. Du hast es mir nie gezeigt, das hat gesessen, tiefer als alles andere. Weil er recht hatte, Punkt. Ich habe ihnen beigebracht, wie man arbeitet, wie man Verantwortung trägt, wie man Rechnungen bezahlt. Aber ich habe ihnen nie gezeigt, wie man lebt, wie man lacht, wie man weint, wie man liebt. Ich war ein Vater, aber war ich ein Papa? Ich stelle mir eine Frage jeden Abend, bevor ich einschlafe. Wenn ich sterbe, was wird von mir bleiben? Nicht das Haus, nicht das Geld, nicht die Auszeichnungen, die in irgendeiner Schublade verstauben. Was wird in den Herzen der Menschen bleiben, die ich geliebt habe? Er war ein guter Arbeiter. Er hat uns versorgt, er war zuverlässig. Ist das alles? Ich habe niemanden geschlagen. Ich habe nicht getrunken. Ich habe nicht betrogen. Aber bedeutet das, dass ich ein guter Mensch war? Oder bedeutet es nur, dass ich kein schlechter Mensch war? Es gibt einen Unterschied, einen großen Unterschied, und ich fürchte, ich habe mein ganzes Leben in diesem Zwischenraum verbracht. Weder gut noch schlecht, nur anwesend. Weißt du, was das Schlimmste ist? Nicht die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Nicht die Fehlerpunkt, sondern die Stille. Die Stille eines Lebens, das hätte voller Erinnerungen sein können, aber stattdessen voller Lücken ist. Die Stille zwischen mir und meinen Kindern. Die Stille, wenn meine Enkelin von Momenten spricht, an die ich mich nicht erinnere. Die Stille, wenn ich allein hier sitze und mir wünsche, ich könnte zurückgehen, nur einmal, nur für einen Tag. Aber das geht nicht, Zeit funktioniert nicht so. Du kannst nicht zurückklettern und eine andere Leiter wählen. Ich bin 76 Jahre alt, wenn ich Glück habe, vielleicht noch 10 Jahre, vielleicht weniger. Und ich sitze hier, spreche zu dir, weil ich etwas verstanden habe, das ich mein ganzes Leben nicht verstanden habe. Punkt. Leben ist nicht die Zeit, die vergeht. Leben ist die Zeit, an die du dich erinnerst. Und Menschen erinnern sich nicht an deine Anwesenheit. Sie erinnern sich daran, wie du sie fühlen lassen hast. Nicht wie viele Jahre du lebst, sondern wie viele Momente du wirklich lebst. Punkt. Ich habe 76 Jahre gelebt. Aber wie viele davon habe ich wirklich gelebt? Meine Enkelin erinnert sich an eine Geschichte, die ich vergessen habe. Aber für sie war sie wichtig. Für sie war ich in diesem Moment wirklich da. Und das ist alles, was zählt. Zu wenige, viel zu wenige. Und das ist der Preis, den ich jetzt zahle. Punkt. Nicht in Schmerz, nicht in Reue. Punkt, sondern in Stille. In der Stille eines Lebens, das anwesend war, aber nie wirklich da. Mach nicht denselben Fehler. Punkt, sei da, wirklich da, bevor es zu spät ist.